3D-Ansichtsnavigator ist im Besonderen für BIM-Projekte sehr nützlich. In früheren Versionen von Ares Commander haben wir die Möglichkeit vorgestellt, Revit- und IFC-Dateien zu importieren. Jetzt können wir unser Modell mit dem 3D-Ansichtsnavigator sehr einfach aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Und wir können ihn nutzen, um BIM-Zeichnungen mit den Funktionen Grundriss, Schnitt und Ansicht zu erstellen. Lassen Sie uns einen neuen Grundriss erstellen. Mit Hilfe des 3D-Ansichtsnavigators können wir uns in der Vorderansicht positionieren, was uns hilft, die richtigen Klickpunkte zu setzen. Wir sehen, dass im BIM-Navigator die Zeichnung der Ebene 13 erscheint und klicken sie an. Dies ist der gerade erstellte Grundriss, der aus dem BIM-Modell abgeleitet wurde. Alle Informationen der BIM-Objekte bleiben in der Zeichnung enthalten. BIM-Zeichnungen in Ares Commander sind intelligente Zeichnungen. Ihr Inhalt kann aktualisiert werden, wenn wir eine neue Version des BIM-Modells erhalten. Für die Dokumentation eines BIM-Projekts sind in der Regel mehrere Zeichnungen und Blätter erforderlich, die verschiedene Ansichten Ihres Projektes zeigen. In früheren Versionen von Ares Commander haben wir die Möglichkeit vorgestellt, BIM-Zeichnungen zu erstellen. BIM-Zeichnungen sind intelligente DWG-Dateien, deren Geometrie aus den Revit- und IFC-Dateien extrahiert und aktualisiert wird. Alle erstellten BIM-Zeichnungen werden automatisch als Blattsätze organisiert. Nun finden Sie im Blattsatzmanager die neue Option Pack and Go. Wir haben diese Möglichkeit hinzugefügt, damit Sie alle Ihre BIM-Zeichnungen auf einfachem Wege direkt in eine ZIP-Datei exportieren können. Die resultierende ZIP-Datei macht es einfach, Ihr Projekt mit anderen Anwendern zu teilen.